Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Stories, Path of Destinies. Renato had never felt worth. Zenobia had listened to him. He had trusted him. She had opened her eyes to her father's evil. Done everything he had hoped for. He had taken her to a dirty shack. Was he so used to lying that he couldn't trust even the girl he had always loved? Ja, wie ihr es gerade gelesen habt, wir wollten jetzt Zenobia haben wir angeblich überredet und haben sie ja zu unserer Hütte gebracht. Oh, never mind. Auf jeden Fall, dann war sie ganz außer sich gewesen, dass wir sie ja... Ich will das aber gerne behalten. Ich behalte das jetzt auch. Auf jeden Fall wurde sie ganz sauer, dass wir sie angeblich ausgetrickst haben und nicht geglaubt haben, dass wir ihr angeblich nicht geglaubt haben, und dann wollte sie uns tatsächlich töten. Ja, am Ende haben wir sie getötet, aber so, die ist so abgedreht, ich glaube nämlich, dass die uns uns verraten wollte. Ohne Wenn und Aber, sorry, aber ich glaube nicht, dass sie uns helfen wollte. Weil die war so extrem angefasst wahrscheinlich, weil wir sie nicht zu den Rebellen gebracht haben. So. Auf jeden Fall gibt unser Held sich jetzt die Schuld und ist total deprimiert und pfeift auf sein Leben, und er will jetzt selbst alleine gegen den Imperator antreten. Ach Gott, ja. Naja. Zack. Schwert der Lehre. Danke. What's behind door number 2? Das werden wir gleich sehen, was hinter dieser Tür ist. Eine Insel mit Kristallen. Ne, achso, noch nicht. Ich habe gedacht, ich habe da irgendeinen Kristall gesehen. Wir haben kein Level Up, deshalb bringt uns der Altar nichts. Und hier kommt doch gleich ein Gegner, oder? Ne. Eine wunderschöne Truhe. Mit Schildbrecher 3. Perfekt. Blingmeister. Erfolg Blinkmeister erhalten. So. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ist ein Teleporter? Nö. Stopp. What were these poles exactly? Parking meters from the time of the lost gods? Das ist eine interessante Frage. Was ist das denn? Ich würde sagen, wieso verlangsamt sich immer die Zeit? Also wenn wir jetzt... He'd had to kill the girl he loved, but he'd also blown the biggest opportunity they could have had to turn the Emperor's daughter against him. Oh, Renato could only laugh miserably. He was taking crazy chances now, swinging wildly. He expected the Ravens to take him at any moment, but they were running in fear. No one wants to fight a man who doesn't care if he lives. No one wants to fight a hero. It was all coming back to him. He wondered what he'd remember next. Ja, ich habe mich wieder fast selbst umgebracht hier. Heilung. Ich wünschte, die Klinge würde mir heilen. Naja, immer fast auf. Immerhin fast voll. Und hier kommen noch die nächsten Gegner, oder? Ja. Alter. Jo. Ja, das war's. Komm, tötet mich. Na komm, tötet mich. Mit einem Boom ist das Ruhm. Ach, diese Erfolge, was sind das hier eigentlich für Erfolge? Boah, ey, diese... Hier, geh da rein. Jetzt heilen wir uns nochmal, soweit es eben geht. Ah, jetzt kommen wieder die Kanonen. Wahrscheinlich, aber das ist extravagant, ne?
So. Wo geht's jetzt hin? Hoffentlich irgendwo, wo Kisten sind oder so, damit man sich wenigstens etwas heilen kann. Nö. Ach, jetzt sind wir hier. Wir sind ja schon direkt beim Dings hier. Beim Imperator. Das ging ja schnell. Bam, bam. Naja, das heißt, dass hier auch gleich haufenweise böse Gegner auf uns zukommen werden. Yep. Pam, pam. Ach, jetzt lass mal den Scheiß hier. Mensch! Aua, aua. Mann! Ey! Böse. Schluss jetzt hier. Nein! Mist. Heilen, 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 heilen. Oh. So. Ab geht's zum Imperator. Na Leute, dann wollen wir mal. Mal sehen, wie es diesmal ausgeht. He was exhausted. Could barely think. He wanted to stop thinking. The rebels were already finished, and he was the last. The Ravens were coming for him personally now, in waves. It didn't matter. He was slick with his own blood, but it didn't matter. In the distance, he could see her, embraced by a halo of light, holding her hand out to him. Had she forgiven him? Would she take him to the halls of the Valiant? Then he felt steel in his belly, and his chest, and his back. And he lay down, and he couldn't see her anymore. And just like that, he was alive again, and back on the Farfarer, still fleeing burning Ubar. The book was still open before him. So, the book was a portal. It took you to the future, when your destinies would branch. He had failed and died 3 times, but he'd learned another true thing. Zenobia still had feelings for him. Was für ein Held bist du? Ein Held kämpft auch dann weiter, wenn es nichts geht, für das es sich nicht leben. Nicht sich zu leben lohnt, Mann. Belohnung 20 Erz. Boah, toll. Gut, die nächste weiter haben wir entschlüsselt. Stufe 4 Fähigkeiten. Zenobia liebt uns noch. Zenobia hegt Gefühle für Rhinodo. Ja. Beinahe aufrichtig. Okay. Gut, Leute, dann müssen wir noch die letzte hier, ne? Mit Lapino anscheinend. Weiter geht's. He was starting to feel like he was getting the hang of this. There was a way through to victory. He could feel it. He just had to keep running the Path of Destinies. With that, the book fluttered back to the beginning, and he fell into it. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. On the other hand, his old friend Lapino needed rescuing. Lapino was no game changer, but could Renato really leave an old friend to the Ravens? Ne, aber da wir das Ende mit Lapino, es sah zumindest aus, dass es Richtung Lapino ging,
Werden wir Lapino auch nehmen. Lapino. Apparently, the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Ich finde den Pegasus da oben noch okay. Er sieht so bescheuert aus. So, jetzt ist meine Preisfrage gerade. Wir werden ja gleich mitten in der Story, wenn wir Zenobia entführen wollen, vor eine Wahl gestellt. Werden wir dann unseren Weg, also hat das was mit dem Ende, mit der letzten Wahrheit zu tun? Das ist so gerade die Frage, die mich interessiert. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden, würde ich sagen. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Oh, guck mal, hier sind wir letztes Mal gar nicht lang gegangen, als wir hier waren. Ah, hier ist eine Werkbank. Hä? Oder geht's hier doch lang? Nee, doch nicht. Ich werde das auf jeden Fall so machen, wenn wir diese Wahl haben, ob wir nach seinem Plan gehen oder nach unserem, werde ich trotzdem nach unserem Plan gehen. Allerdings werde ich dann diesmal Zenobia mit in die Rebellenbasis nehmen. Bin mal gespannt, was dann passiert. Ob das uns dann hilft und wenn das wieder nicht hilft, also wenn das zu keiner Wahrheit führt, müssen wir halt nochmal ran und nehmen dann andere. Hallo, schön euch wieder zu treffen. Und die kommen jetzt schon mit diesen aufgeladenen Raben an. Das ist ja wunderbar. Komm her. So, Schluss jetzt, du verdammte Heiler. Kackvieh, du. Mann. Hier, nimmt euren Freund. Komm her hier. So. Zack. Bam. Bam. Könnte aber auch schon besser werden in dem Kämpfen, würde ich mal sagen. People were frightened these days. Just 2 weeks passed. Renato had sneaked through an empty town and listened to the Ravens' call about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Ich habe gedacht, hier ist vielleicht was. Moment, kurz husten. Mann, Mann, Mann. Nimm mal dieses Gehüstere hier. So, eigentlich ist das ja egal, ne? Ja, ich will erstmal die festhalten. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Heilung da drin. Nö. Zack, zack. Zack, zack, zack. Oh. Also hier geht's lang? Oder nicht? Pam, pam. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Das ist doch schon mal was Wunderbares. Da unten ist ein Altar, den können wir gleich noch benutzen. Ah ja klar, hier ist auch gleich der Brunnen, wo wir runterspringen. Fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein. Da unten ist eine Werkbank, da ist eine Feuertour. Zenobia had loved him to death. The Sky Ripper destroyed everything. The Iblis Stone had corrupted everyone who held it. He'd never put much faith in Lapino. But Lapino was all he had left. Say goodnight, Gracie, said Renato, wondering who Gracie was. Oh Mann, immer diese Quatsch hier. So. Das ist gerade echt interessant hier mit diesen kleinen Wegen. Wo geht's denn hier hin? Was? Huch! Mal eben eine Bank zerstört. Oh Mann! Da lacht man nur und schon hat man ja das Husten. Schnief, schnief. Ja, Nase mit Seo, schnief. Ich bin jetzt zum Anfang wieder gelaufen. Ah. Beep, beep, bip, bip. Sorry,
Mustache, thought Renato. Hahaha. Na. Alter. Hallo? Mach das Pass kaputt, Mensch. Pam, 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 pam. Zack. So. Mal kurz aufgeheilt und dann... Wo geht's denn hier lang? Eine Truhe. Oh. Oh. Ja. Ich habe das jetzt einfach mal tot gehen lassen, weil das war eine ziemlich doofe Idee. Du bist tot. Och nö, wirklich? So. Gut, nochmal. Bam! Warte, geh weg. So. Nichts drin. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass da wahrscheinlich irgendwas... So. Elementarer Widerstand 2. Will ich aber nicht. Ich habe jetzt das behalten, was wir derzeit drin haben. Weil ich finde es irgendwie... Hallo? Hallo? Weißt du was? Leck mich. Bam! Noch ein bisschen Energie, aber Erz. Ja, wir haben viel zu wenig Erz. Also das kriege ich jetzt mit der Waffe nicht hin. Jetzt mal durch das Feuertor. Letztes Mal sind wir hier durch die Feuertür gegangen, ne? Yep. Deswegen gehe ich jetzt hier lang. Obwohl die Frage ist, ist da hinten noch da... Ach ja, wir haben ja neue Dings bekommen. Die Frage ist ja, ich habe gerade so die Preisfrage, ist die Truhe da hinten wieder zu? So. Tatsächlich. So, gehen wir aber nicht durch den Eingang dahin, sondern gehen dann wieder zurück. So, dann gib mir mal die Truhe. Finde ich gut. Und Schatzjäger 2. Ach Mist, unser Weg ist versperrt. Ach Mann. Crap. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Quatsch. Okay, hat alles seine Ordnung und Richtigkeit. Super. So, zack. Zack. Haben wir Level up? Ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, tatsächlich. Ich werde noch einmal die Energie erhöhen. So. Weil das hilft beim Ausweichen. So, noch ein bisschen Erz dazu. So, jetzt müssen wir hier unten rein, ne? Ja, das war wie letztes Mal. Und hep. Flupp. Bam, bam, bam. Nee, hier waren wir letztes Mal nicht. Oder ich bin schon wieder vergessen. So, beschmeiß mich mit Herzen. Wieso haben wir eigentlich die Feuerklinge? Ach ja, wir müssen einfach das Feuertor aufmachen. So. Da geht es anscheinend nach draußen. Was gibt es hier hinten? Ah, natürlich. Die übertriebene Leuchte. Hör auf hier. Die Viecher zu verstärken. Hör auf damit. So. Der muss als erstes weg hier. Der wird nämlich sonst zu gefährlich. Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Tatsächlich.
Hier waren wir letztes Mal nicht gewesen. Weil die, was er gerade erzählt hat, da waren wir oben an der Oberfläche. Sometimes, all you know is what you know. You know? Ist klar. So ganz allein. Ha. Beam. So. Da ist er ja. Dirty and bloody, Renato finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Bernardo recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who happened to also be a deadly sorcerer, and, oh, his only daughter? That would be worth it. And it would be nice to see her. He'd always had a soft spot for her. And he felt sure she had one for him. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Ja, Leute, aber dann beende ich erstmal den Part für heute hier. Wenn es euch gefallen hat, Daumen oben lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Stories, Path of Destinies. Bis dann, ciao!